Hallo zusammen, hi everyone. Ich habe heute mal was ganz Verrücktes vor. Ich möchte verschiedene Silikone mischen und habe hier einiges angerührt. Ich habe hier einen alten Rahmen, der ist 50 auf 50 cm. Ist auch schon mit Klarlack übersprüht. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Was ich hier habe, und zwar Gold, Kupfer, Graphit und Schwarz. Und hier die großen Becher. Das ist das Himmelblau, das China Cridum, das ist so ein helles Rosa, Weiß und Violett. So, ich nehme jetzt hier mal in das Gold, mache ich 2, 3 Tropfen von dem Silikon 100. In das Kupfer mache ich 3 Tropfen von dem Silikon 300, also von der Viskosität her. Ich mache in das Graphit diesen Cell Creator 1, 2 Tropfen rein. Mische das aber noch hier mal mit diesem Bubble Booster. Komm, ich mache auch 1:1, das heißt auch nochmal 2 Tropfen vom Bubble Booster rein. Ich habe keine Ahnung. Und das letzte, mein Silikonspray Caramba, mache ich in das Schwarz rein. Ich nehme das bloß mal weg, damit es nicht auf das Bild spritzt. Drehen wir die um. Also in diesem großen Becher habe ich kein Silikon dann drin. Also ein bisschen verrückt heute, ein bisschen crazy, aber ich weiß auch noch gar nicht genau, was ich mache. Ich lasse es einfach laufen. Ihr könnt zuschauen, wenn ihr Lust habt, seid dabei, es wird lustig, wird vielleicht ein bisschen ausgeflippt. Lass Musik laufen, weil ich brauche da wahrscheinlich ein bisschen länger, dadurch würde ich es etwas verschnellern. Dann würde ich sagen, bis gleich, dann fange ich an.
So Freunde, ich werde es so lassen. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen nacharbeiten. Ich lasse es jetzt noch für 10 Minuten einwirken. Crazy. Also ich finde es mal richtig cool wieder. Ich finde, ich habe so meinen Stil wieder von früher. Das gefällt mir richtig gut. Okay, ich hoffe euch auch. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ich lasse es mal einwirken. Es wird sich noch ein bisschen verändern. Okay. So meine Lieben, ich bin zurück. Jetzt schauen wir uns das mal von nahem an. Also ich finde es richtig cool geworden. Na, vor allem hier. Wir müssen dann echt warten, bis das Schwarz richtig kommt und das Kupfer und das Gold dann getrocknet ist. Und hier die rosa Flieder. Ich hoffe, dass es nicht mehr zu arg nacharbeitet. Aber ich finde es genial. Auch hier diese kleinen Ringe. Ja, wie gesagt, erinnert mich ein bisschen an meine alte Zeiten, wo ich angefangen habe. Einfach durcheinander, einfach gemacht. Nicht so viel nachgedacht. Cool. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye.